Von der dritten Bremsleuchte zur Kameraaufnahme für das Rücklicht. All das jetzt in dem Video samt, falls jemand schon ein Kabel hier drin liegen hat und sagt, ich glaube, ich habe da schon ein Kamerakabel drin, wie auch immer. Wir lösen diese ganzen Fragen. Was kann man damit anstellen? Gibt es da Adapter dazu? Wie funktioniert das Durchziehen von ganz hinten bis ganz nach vorne zum Autorad? Wir bauen sogar jetzt noch eine Grauwasserkamera und auch noch eine Frontkamera ein. Bleibt mal dran. Wie besprochen geht es jetzt um die Installation der Kameras. Und für alle, die sagen, ja, Thema ist cool, die können sich natürlich auch ein Video reinziehen von uns über die Installation des Multimedia-Geräts, wo wir auch die Kameras dran anschließen. Wer jetzt richtig Lust kriegt hat, kann sich natürlich dann auch gleich noch unser Video für das Austauschen der Frontlautsprecher mit Ausbau der Remi-Front freuen. Damit alles safe bleibt, gibt es natürlich auch eine Funk-Alarmanlage von T-Tronic. Dafür haben wir ein extra Video gemacht, wo wir euch zeigen, wie man das Ganze installiert. Und falls doch jemand das Fahrzeug klauen sollte, wir bauen ein Autoscope, GPS-Ortung vom Feinsten. Da läuft nichts mehr, liebe Diebe. Und wenn ihr denkt, das hat's schon damit, dann werden wir wahrscheinlich trotzdem noch Videos bringen. Und zwar vielleicht über das Thema Endstufe und Subwoofer oder Innenausstattung, Teppich, Bettzeug, wer weiß das? Lasst euch überraschen, was dieses Jahr noch kommt mit unserem Super Ducato. Dann stelle ich euch mal die Kollegen vor, hier die Kameras, und zwar eine Frontkamera, die HCE C2600 FD, die werden wir vorne irgendwo in den Grill mit einbauen, und natürlich eine Rückfahrkamera, und jetzt nicht nur irgendeine Rückfahrkamera, sondern im Prinzip ist es die HCE C2100 RD. Aber dafür gibt es auch noch von Alpine den Kit R1 Duck. Und das ist geil. Das ist nämlich jetzt, das Ganze wird von hinten montiert, da kommt die Kamera rein. Und ihr seht schon, das ist die Vorbereitung für euer Standard drittes Rücklicht. Das wird einfach nur umgeschraubt, damit gibt es auch keine Probleme beim TÜV wegen Zulassung oder irgendwie sowas, weil ihr habt die gleiche Beleuchtungseinrichtung wieder installiert. Wir hatten an unserem Super Duck, ja, serienmäßig vom Adria so eine Rückfahrkamera drin. Das ist ein anderes Rücklicht. Da war die Kamera bereits installiert. Das war dann im Rückspiegel, war dann das Bild mit drin. Das war eine Sache, die wollte ich jetzt gar nicht drin haben. Ich habe unseren Duck bereits jetzt schon zurückgerüstet auf die normale Rückleuchte, die wir da nachher einbauen. Ihr braucht euch auch, was das betrifft, keine so großen Gedanken machen. Jeder, der sowas schon drin hat, einen Adria, der muss leider, wenn er da jetzt was einbauen mag, eine neue Rückfahrkamera von Alpine, ein Kabel neu reinziehen. Es gibt zwar von Alpine solche Adapterstecker, die haben wir auch in einem anderen Video bereits schon mal verwendet und angewendet. Das sind die KWE CAM 5D oder CAM 6D. Das ist dann für Weco Dometic oder für Kamos Anschlüsse. Das sind allerdings andere Rückfahrkameras, die da bereits installiert waren. Also die speziell hier mit einem 4-Pol-Anschluss lässt sich leider nicht auf eine Direktkamera von Alpine adaptieren. Direktkamera sind die Kameras, die sich quasi mit so einem Stecker auf unser Multimedia-Gerät adaptieren. Das hat einen entscheidenden Vorteil, weil wir können auf dem Touchscreen auswählen, welche Sicht wir von der Kamera anwählen möchten. Ob wir zur Seite gucken möchten, ganz nach hinten raus oder nach unten. Das ist mega, geht aber halt nur mit den Direktkameras, die ich euch gerade eben vorgestellt habe, in Verbindung mit unserem Alpine Multimedia Gerät, der einen Kameradirekteingang hat. Es gibt auch Kameras wie unsere Sidekamera, die wir als Grauwasserkamera jetzt bereits schon installiert haben. Die habe ich schon vorinstalliert. Ich zeige euch das gleich, wie das jetzt da unten drin hängt. Die hat einen ganz normalen Cinch-Eingang, also wie man es bei Kameras so kennt. Cinch anschließen, Rückwärtsgang rein, fertig.
aber damit habe ich auch nur ein einziges Bild, kann nichts hin und her schalten und gerade bei 3 verschiedenen Kameras ist es echt geil, wenn man die so direkt über den Touchscreen bedienen kann. Dazu brauche ich nämlich dann das KCX C250MC, das ist die Switchbox. Die managt jetzt alle 3 Kameras und die muss halt auch noch mit installiert werden, die Box. So, was ich euch empfehlen würde, auf jeden Fall ein mega geiles Durchzugsband, gibt es bei uns im Webshop natürlich auch zu kaufen. Damit könnt ihr das Kabel ganz easy durchziehen. Wir haben ja jetzt, durch das, dass wir nur leider dieses 4-polige Kabel bereits von ganz hinten nach ganz vorne drinnen liegen haben, das aber nicht verwenden können, weil es halt ein fucking 4-adriges Kabel ist. Das geht einfach nicht. Wir brauchen 5 Adern für unsere Direktanschlüsse. Also keine Adaptionsmöglichkeit. Wir legen also jetzt unser 11 Meter langes Kabel, das bei der HCE 2100 RD Rückfahrkamera ja bereits im Lieferumfang mit drin ist. Das Einzige, was wir halt machen müssen, ist zu verlegen. Aber das machen wir mit unserem Durchzugsband und unterm Auto ganz entspannt bis vor zum Autoradio. Also wirklich no panic. Fangen wir bei der Rückfahrkamera an. Dazu machen wir jetzt erstmal das originale 3. Bremslicht raus, weil genau hier kommt jetzt dann unsere neue Kamera rein. Ohrstecker, fertig. So, das kommt erstmal weg. Hier kommt nämlich jetzt, wenn wir fertig sind mit Kabel verlegen, dann kommt das Teil hier rein und da kommt dann auch tatsächlich genau die gleiche Rückleuchte wieder rein, samt unserer neuen Alpine-Kamera, die hier unten drin verbaut wird. Damit ist das alles TÜV-gerecht und es schaut wirklich gut aus und es funktioniert hammermäßig. Bevor wir die Strippen dann im Ducato verlegen, können wir uns auch gleich das Ganze hier einrichten. Das ist ja alles schon soweit mit den Halterungen vorgefertigt, dass wir das nur noch zusammenschrauben brauchen. Und dann sind wir eigentlich schon soweit. Wir hatten ja in unserem Wohnmobil diese Kamera drin. Das ist eine Rückfahrkamera, die auf den Rückspiegel geht und die führt ein 4-poliges Kabel. Also schade, dass das Kabel ja eigentlich quasi schon quer im Auto drin liegt, aber das können wir nicht verwenden. Zumindest nicht aktuell, weil es keine Adaption da drauf gibt. Wir brauchen auch, um unsere Direktkamera von Alpine richtig anzufahren und auch über das Display steuern zu können, ein 5-adriges Kabel. Das ist einfach so, deswegen fällt dieses 4-adrige jetzt erstmal flach. Wir legen das Kabel neu rein und machen jetzt die Kamera hier auf diesem Teil hier fest, dass das schon mal alles vorbereitet ist, weil das Ganze wird ja jetzt nur noch mit ein paar Schräubchen zusammengebaut. Das Ganze wird jetzt hier eingesetzt und hier entsprechend die Schrauben angebracht. Ja. Wer Kamerakabel drinnen liegen hat, die dann auch Waeco, Dometic oder Kamos sind, davon gibt es da tatsächlich Adapter drauf, dass ihr das Kabel direkt verwenden könnt. Die liegen dann irgendwo vorne, entweder am Radioschacht dran oder im Armaturenbrett drin. Ihr müsst dann einfach gucken. Dafür gibt es dann auf jeden Fall Adapter. Dann könnt ihr euch die Arbeit, die wir jetzt zusammen machen, auch sparen. Unser altes 4-poliges Kabel, leider nicht verwertbar. Wir legen jetzt hier das neue rein und zwar entsprechend so, dass man das anstecken kann. Also das bleibt hier. Und wir gehen jetzt natürlich auch innen, weil das Kabel außen zu verlegen, das ist nicht hübsch. Deswegen mal innen schauen, wo wir da überall durchkommen. Und ein richtig großer Helferling ist unser Durchzugsband. Autsch! Hier hinten machen wir jetzt erstmal auf. Und beim Adria ist es jetzt so weit vorbereitet, dass man, hier hat man 2 so Löcher drin. Da ist man dann übrigens auch mit einem langen Nussaufsatz, bin ich da hinten reinkommen, um die alte Kamera rauszumachen. Man musste also genau hier durcharbeiten, war jetzt nicht weiter dramatisch. Und genau da legen wir natürlich jetzt auch unser Kabel durch und ziehen das von da nach da drüben erstmal durch. Da habe ich so eine Plastikverkleidung weggemacht mit 4 Schräubchen. Und kommen dann direkt da hinten drin wiederum raus. Wir sind dann also direkt an der letzten Säule hier und da können wir innen dann durchfahren. Seht ihr gleich. Da kann ich ja da einmal komplett durch mit meinem Durchzugsband. Und da kann ich jetzt hinten durchlangen und mir mein Durchzugsband holen.
Tata. Genau. Und da hängen wir jetzt mal unser Kabel dran. So, da haben wir es. Den Stecker machen wir von außen gleich richtig fest, damit wir den nicht nur versehentlich irgendwie beim Durchziehen auch noch nachziehen und zum Schluss zu kurz ist. Hier haben wir unsere Kanalverkleidung, die können wir recht entspannt hier rausmachen. Das ist ja fast noch nicht mal geklippt, sondern nur gelegt. Jetzt können wir auch von oben ein Stückchen hier einführen und nach unten bringen. So, und dann kommen wir da auch schon wieder unten raus und können jetzt das Kabel entsprechend nachziehen. So, also. Und jetzt gehen wir immer weiter runter und ziehen unser Kabel nach. Durch diesen Schacht können wir jetzt das direkt nach unten durchführen und kommen unten in dem Holm wieder raus. Da, wo die Gummikappe ist, genau da kommen wir jetzt raus und können das Kabel nach unten durchziehen und ziehen es jetzt aber auch wirklich einmal komplett nach, dass alles hier ist. Die Gummimuffe machen wir natürlich wieder zu, ziehen das Kabel auch hier einmal durch und machen den Holm von unten auch gleich wieder dicht. Hier unten läuft der Holm, in dem wir das Kabel verlegen können. Hier ist noch eine Gummimuffe, die können wir aufmachen und mit unserem Durchzugsband auch gleich mal auf die Situation gehen. Jetzt haben wir von einem bis zum anderen Durchbruch hier gleich mal die Verbindung. Können wir das Kabel hier gleich nachziehen. Und haben das komplett im Holm drin. Ich bin jetzt mit unserem Durchzugsband hier oben rein, also in dem Holm, bis vor die hintere Achse und da kommen wir wieder durch den viereckigen Durchbruch raus. So, und hier können wir schon unser Kabel bis ganz nach vorne durchziehen und haben das jetzt hier. Hier hinten können wir mit einem Tape auch das Kabel befestigen. Das ist jetzt nicht weiter tragisch, so dass das halt nicht irgendwo runterhängt. Und damit ist das auch erstmal fix. Ab hier kann man das Kabel problemlos an anderen Leitungen und an Kabeln festmachen. Hier laufen auch schon andere Leitungen hier rum. Da einfach mit Kabelbinder entlang hangeln. Wir sind jetzt mit unserem Rückfahrkamerakabel bereits auf der Höhe von unserem Grauwasserauslass, also das ist Abwasser, und angekommen. Und da habe ich unsere Sidekamera bereits installiert. Die habe ich da unten auf das Blech mit drauf gemacht, wo diesen Halter hält. Und die nimmt jetzt praktisch den ganzen Bereich auf und ich kann das von vorne von meinem Display praktisch zuschauen, ob ich richtig mit meinem Grauwasserabfluss über dem Gully stehe, um es richtig abzulassen. Und ab hier können wir dann jetzt beide Kabel gleichzeitig nach vorne legen, wobei hier das entsprechende Adapterstück noch mit drauf gemacht werden muss. Das ist ein wasserdichter Stecker. Und im Lieferumfang liegt auch mit dabei ein Anschlussadapter auf ein normales Multimedia-Gerät mit einem ganz normalen Cinch-Video-Input, dass man die Kamera auch ohne Alpine Head Unit betreiben kann. Wir haben aber die Anschlussstecker über diese Direktstecker. Das heißt, wir brauchen uns um nichts mehr kümmern. Wir stecken das nachher bloß nur am Autoradio bzw. an dem Switcher ein. Und das war's. Wir ziehen das jetzt bis zur B-Säule vor und können dann über die B-Säule rein in die Fahrgastzelle bis zum Radioschacht. Jetzt machen wir die innere, untere B-Säulenverkleidung weg, weil da kommen wir dann direkt an den Schacht von unten dran und können das Kabel durchziehen. In der Mitte nochmal geklippt und jetzt einmal hier rauslupfen. Genau. Und auf der anderen Seite rauslupfen. So. Und schon haben wir es in der Hand. Gut. Hier können wir den Plastikdeckel entfernen. Also rausdrehen. So. Und hier ist noch der Zugang da unten rein. Wollen wir. Da kommen wir jetzt mit dem Kabel durch. So, ich sehe auch schon den Durchgang da unten. Den können wir direkt so nehmen. Das lassen wir so hängen und hängen von unten wieder das Kabel dran. Wir haben jetzt hier die Kabel bis hierher gelegt, hier unter das Blech. Und fahren jetzt durch diese Muffe,
wo der Bautenzug durchgeht, genauso mit durch. Und entsprechend machen wir hier den Durchgang. Jetzt hängen wir beide Kabel an unser Durchzugsband. So, und jetzt können wir das Ganze schon wieder hochziehen. So, und jetzt können wir die Muffe auch wieder drauf machen. So, ringsrum einmal reinmachen. Und zur Sicherheit machen wir jetzt nochmal so 5 cm Bitumenband zum Abdichten nochmal oben drüber. Wir machen jetzt nochmal die ganzen Verkleidungsteile hier weg, weil wir kommen ja jetzt hier schließlich raus und wollen die Kabel ordentlich bis zum Autoradio führen und dazu machen wir das alles hier weg. Ab jetzt können wir ja die Kabel wieder an bereits vorhandenen Kabeln ein bisschen fixieren und entsprechend gleich hier verlegen. Wir können uns jetzt um den Anschluss der Rückfahrkamera direkt kümmern und stecken unsere Kamera an. Und jetzt wird das Ganze auf 2 Teile geschraubt. So, und zwar einmal direkt hier unterhalb rein, weil die Schrauben müssen ja noch übrig bleiben, um die Rückfahrleuchte festzuschrauben. Und deswegen gehen wir hier rein und schrauben alles fest. So, und jetzt können wir unser Bremslicht wieder dranhängen und ebenfalls wieder einschrauben. Super problemlos. Für unsere 2 Kameraanschlüsse, Rückfahrkamera und Seitkamera, haben wir die Anschlüsse bis hier jetzt. Da machen wir jetzt die Verkleidung hier weg, machen wir das Cockpit weg, dann kommen wir super dran, um den Switcher noch einzubauen und entsprechend auch zu verkabeln. Beide Kabel haben wir jetzt auf Endposition oder fast. Und jetzt kann man auch die Seitenteile schon wieder zusammenbauen, weil hier ist alles verstaut. Leute, jetzt habe ich die Kamera so weit zusammengeschraubt schon für vorne dran, dass die in diesem kleinen Blechscharnier dran ist. Und das werden wir jetzt hier unten drin montieren, dass das praktisch genau in der Mitte vom Fahrzeug ist. Anschließend können wir das Kabel hier hinten drin in der Leiste verstecken. Dann machen wir Bitumenbad hinten rein, dann bleibt das Kabel auf jeden Fall liegen. Und dann können wir hier hinten drin hochfahren und können hier vorne dran in das Wageninnere und dann hinterm Radio wieder zurück auf die andere Seite. Und das hier, ich brauche Mitte brauchen wir, Mitte, hier drin. So, genau. So. Das ist cool. Die hinteren Backen können wir hinten umbiegen. Dann sind die auf der Leiste hinten drauf. Und vorne machen wir es jetzt mit 2 Schrauben fest. So, Nummer 1. Eine Schraube hier vorne rein. Zweite Schraube rein. Jetzt können wir das Kabel weiterlegen. Hier hinten durch. Okay, und jetzt sind wir hier. Und holen das Kabel erstmal hier wieder raus. Damit wir das Kabel jetzt optimal von außen nach innen durchschieben können, können wir den Deckel aufmachen. Es sind nur 4 offensichtliche Schrauben, die wir lösen müssen. Dann können wir den Einsatz hier rausnehmen und die Kabel auch wunderbar drunter verlegen. Das
das war's. Von hier aus können wir wieder eine Verkleidung, ein Teppichteil wegtun und dann sind wir auch schon im Fahrzeuginneren und können auch innen das gelbe Durchzugsband schon wieder nehmen. Bisschen Fingerspitzengefühl. Da ist es. So. Und was machen wir damit? Wir hängen unser Kabel an. Und da ist jetzt unser Kabel dran. So, mal alles her, was wir haben. Und das können wir natürlich wieder wegmachen. Wer das Radio reinbaut hat, der weiß auch, wie es wieder rausgeht. Wir müssen auf jeden Fall das Radio jetzt entfernen, damit wir das restliche Kabelgedöns natürlich auch alles anschließen können und einmal auch mit unserem Frontkamerakabel hinterm Radioschacht jetzt bis hierher kommen, um den Switcher anzuschließen. Und wer wissen will, wie das Radio rein und raus geht, dafür haben wir ein extra Video, das tue ich euch in der Box hier verlinken und natürlich auch unten im Videobeschreibungstext. Hier unten durch können wir jetzt echt entspannt das Kabel durchziehen. Dann können wir das Kabel weiterführen. Alles hinter dem Steg rum und hier nochmal weiter und dann ganz drüben unter dem Tachomodul wieder abholen. Hier sind wir und können das hier rausziehen. Halt, die Seite ist es, genau. Durch damit. Und jetzt haben wir 3 Kameras, die wir noch anschließen müssen an unserer Switching-Box. Unser KCX C250MC sorgt jetzt dafür, dass wir an unserem Autoradio, das ja nur einen Kameraeingang hat, einen Direktkameraeingang, jetzt aufgesplittet werden kann und auch voll bedienbar, indem man bis zu 3 Kameras jetzt anschließen kann. Und jetzt haben wir hier eine Side-Kamera, das ist die hier, steht ja schon dran, steht auch hier übrigens auf dem Kabel mit drauf. Eine Rear-View-Kamera, das ist die hier, halt, und die ist rum. Und hier haben wir die Frontkamera, die können wir hier anschließen. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist dieses Kabel mit Plus und Minus verbinden, also Rot Plus, Schwarz Minus. Und auf der Seite natürlich dann am Autoradio anschließen, an der einzigen Buchse, die dafür möglich ist. Und das war's. Das heißt, jetzt legen wir hier noch ein bisschen die Kabel rüber und fassen die zusammen auf Plus und Minus. Angesteckt. Wer noch ein bisschen Schaumgummi übrig hat oder sowas, der kann das da unten mit reinlegen, damit es nicht eventuell zum Klappern anfängt. So, jetzt gerade sehen, dass das auch wunderbar in die Wanne hier reinpasst, unser Modul. Und die können wir nämlich jetzt hier unterbringen. So, und die Kabel, die machen wir noch ein bisschen beieinander und machen die Haare schön. Jetzt wird es zum Kinderspiel, weil wir haben jetzt einen Anschluss, der passt. Wir haben diesen Remote Camera Control, den können wir mit dem Plus hier verbinden. Der schaltet nämlich das ganze Modul immer erst an, wenn die Kamera auch benötigt wird. Und die Masse bei uns können wir auch vom Gehäuse her wegnehmen. Das heißt, wir können hier oben die Schraube lösen, die Masse dran machen und fertig, weil wir haben eigentlich genügend Platz hier und können jetzt noch die Kabel beieinander zusammen machen. Jetzt können wir das Kabel hier unten drunter wieder verstauen. Es ist ja schließlich Platz genug und dann können wir das Radio wieder installieren. Funktionstest. Jetzt schauen wir mal, was das Ganze hier so bringt. Einmal haben wir einen Rückwärtsgang. Na also, Fahrradständer, okay, hier ein Haufen Kruscht von unserer Werkbank, aber ansonsten alles super. Und jetzt können wir auch noch umschalten auf unsere Kameras. Und ihr seht das jetzt, die Frontkamera, und hier ist auch die Frontschürze sichtbar. Also man hat ein sehr gutes Gefühl, wie weit man noch weg ist. Und wenn wir jetzt kommen wir zu dem Thema Direktkamera und Steuerung über das ganze Display hier. Hier kann ich die Seitenkamera jetzt anwählen. Das heißt, hier unsere Grauwasserkamera, also hier sehe ich wirklich optimal, wo ist der Gully, wo ist irgendwas, wo ich hinfahren kann. Und hier kann ich nochmal manuell auf die hintere schalten. Und bei der hinteren kann ich sogar jetzt noch auf Panorama-Ansicht gehen, auf die Ecken, also noch weiter rechts und noch weiter links gucken und von oben direkt geradeaus nach unten schauen, anstatt normal nach hinten oder nach leicht hinten. So, und das kann ich alles hier mit der Kamera machen. Alles
hier übers Display zu steuern. Auch bei der Frontkamera kann ich hier umschalten auf Panorama, dass ich praktisch die ganze breite Sicht habe. Ich kann auch nur auf die Ecken schalten, dass ich ganz links gucken kann, was kommt da, oder ganz rechts, und kann dann auch noch direkt von oben, wie gerade eben das Bild schon mal war. Aber im Prinzip kann man jetzt wirklich alles super beobachten. In den Einstellungen müssen diese Kameras aber auch aktiviert werden, und zwar hier bei Kameras. Mal ganz grundsätzlich die einzelnen Kameras anschalten. Kameraseite, Kamera hinten und Kamera vorne. Und das kann man dann auch auswählen, welche Standardkamera die sein soll, die als erstes anspricht, wenn ich auf Kameras gehe. Das wäre in dem Fall unsere Frontkamera, die ich dann ja umschalten kann auf die Seitenkamera. Und wenn ich einen Rückwärtsgang einlege, dann ist grundsätzlich immer der Rückwärtssignal dann drauf, dass ich natürlich immer gleich reagieren kann. So Leute, das ist jetzt meines Erachtens eine super Ausstattung mit Frontkamera, Seiten, Grauwasserkamera, Rückfahrkamera. Im Prinzip ja alle ja umschaltbar bis auf die Seitenkamera, damit man die Ansichten optimal hat. Was fällt denn euch noch ein? Für was kann man noch eine Kamera einsetzen? Schreibt es doch unten in die Kommentare rein, weil wir könnten das auch noch weiter ergänzen oder andere Kameras adaptieren, um das vielleicht auch mal im Video zu zeigen, was man da nur so für Ideen haben kann, wenn man schon so ein Multimedia-Gerät drin hat, das auch voll auszunutzen. Ansonsten hoffe ich, dass die Kabelverlegung von dem, was wir euch gezeigt haben, für euch auch plausibel ist, dass ihr das verstanden habt, dass es schon ein bisschen Action ist, aber ich finde, es ist machbar. Also es ist jetzt nicht allzu schwer, vor allem mit unserem gelben Durchzugsband. Das ist ja doch die tragende Kraft hier. Naja, ansonsten könnt ihr unseren Kanal gern abonnieren, damit ihr auch das nächste Video von uns nicht verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit im Wohnmobil, in eurem Camper. Schönen Urlaub. Bis dann, euer Olli.